Du magst richtig guten Soul, eine Stimme, von der du Gänsehaut bekommst, mit geiler Musik im Hintergrund, tiefen Bässen, alles, was Emotion und Musik ausmacht. Und manchmal brauchst du aber auch richtig harte Schläge in den Nacken von deinem Subwoofer, der alles gibt, und die harten Beats. Mit Disc, dem dynamischen Eingangssignal-Conditioner, brauchst du dich nicht mehr entscheiden, wie du deine Anlage abstimmst. Du kannst den kompletten Charakter deiner Anlage förmlich im Handumdrehen ändern. Wie das geht, will ich dir jetzt erklären. Mein Name ist Frank Miketta. Ich bin CTO für Elektronik und DSP bei der Firma Gladen und Mosconi. Zunächst mal aktivierst du den Professional Mode. Damit wird die Disk-Sektion aktiviert. Dann habe ich in meinem Fall als Signalquelle Eingang 9 und 10, SPDIF digital, das heißt die dritte Eingangssektion lege ich auf den Eingang 9 und 10. Und jetzt kann ich anfangen und programmiere zunächst die untere der beiden Sektionen für mein Gänsehaut-Soul-Feeling. Das heißt, ich hebe den Tiefbassbereich ein bisschen an. Ich habe keinen Subsonic-Filter aktiv. Ich ziehe den Kickbassbereich ein bisschen raus und betone den Stimmbereich ein bisschen. Jetzt nehme ich die zweite Sektion, die High-Volume-Sektion, und programmiere mir da ein Setup für meine laute Musik, meine harten Beats, meine Nackenschläge. Das heißt, ich habe einen steilflankigen Subsonic-Filter gesetzt bei 40 Hertz. Ich ziehe mir die Höhen über 8 kHz ein bisschen hoch, um den richtigen Crisp zu erreichen. Um die Ohren zu schonen, nehme ich den Mitteltonbereich ein bisschen runter. Und damit es richtig kickt im Nacken, ziehe ich hier im Kickbassbereich noch ein bisschen die Frequenzen hoch. Ich habe jetzt also zwei Setups erstellt für unterschiedliche Musikrichtungen. Auf dem Frequenzkrankschrieb sieht das folgendermaßen aus. Das ist meine Abstimmung, die ich unter Low Volume abgelegt habe für Soul und Gänsehaut. Und das ist meine Abstimmung für die harten Beats, die Schläge im Nacken, den Crisp obenrum und die Mitten ein bisschen abgesenkt. Diese beiden Einstellungen kann ich jetzt natürlich manuell aktivieren, hier im Kontrollfeld vom dynamischen Eingangsequalizer. Das will ich einmal kurz demonstrieren. Wie du mich grad anlachst, das Herz pulsiert, es vibriert, oh yeah. Keine Chance, jetzt geht's erst richtig los. Oh, 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 du und ich. Oh, oh. Nun ist das aber in der Praxis relativ albern, A, das immer umzuschalten, und B, habe ich dann nur zwei fixe Einstellungen, einmal für die eine und einmal für die andere Musikrichtung. Mit Disk arbeitet dynamisch, das heißt, wir können das Ganze auch stufenlos regeln. Dazu bedienen wir uns einen kleinen Trick, und zwar benutze ich ein POTI, ein RTC, und sage, das RTC soll mir funktionieren wie ein RT kann, soll mir also den Eingang regeln. Das geschieht im Hauptbildschirm. Im DSP-Monitor sage ich, ich möchte die Lautstärke nicht geregelt haben. Hier bei CAN Controls Input ist jetzt kein Eingang angewählt. Und in meinem dynamischen Equalizer
sage ich, er soll gesteuert werden vom RC-CAN. So, jetzt haben wir, das POTI wirkt wie das RC-CAN. Es steuert keinen Eingang in der Lautstärke, aber es steuert meinen dynamischen Equalizer, weil ich das hier eingestellt habe. Was passiert? Mit meinem RTC POTI kann ich jetzt stufenlos zwischen diesen beiden Equalizern, zwischen diesen beiden Filtereinstellungen hin und her blenden. Wenn ich mir im Frequenzgangchart die Sache dynamisch angucken will, dann wähle ich hier Dynamic. Ich gehe in den DSP-Monitor und sehe jetzt, wie sich der Klangcharakter mit der POTI-Einstellung dynamisch verändert. Ja, das ist die Einstellung für leise Musik für Soul mit tiefen Bässen. Die Anzeige ist ein bisschen verzögert. Ich werde das gleich noch mit der Musik demonstrieren. Das geht also reibungslos, verzögerungsfrei. So, und so haben wir einen stufenlosen Übergang zwischen diesen beiden Klangcharakteren. Und ihr könnt das während der Fahrt im Handumdrehen ändern. Jetzt kommen noch hier kurz zwei Tonbeispiele, wie sich das Ganze dann am Ausgang des DSPs anhört. Ja, wir sind frei, nichts dabei, wir lieben diese Nacht. Sagenhaft, wie du mich grad anlachst. Das Herz pulsiert, es vibriert, oh yeah. Keine Chance, jetzt geht's erst richtig los. Oh, 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 oh. Du und ich. Oh, 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 yeah. Atome unter sich. Ja, soweit für heute. Eine alternative Methode, den dynamischen Eingangs-Equalizer zu nutzen, um den Charakter deiner Anlage einzustellen. Das ist also deutlich mehr, das macht aus einem RTC2 deutlich mehr als einen simplen Subwoofer-Level-Regler. Das ist ein individueller Klangeinsteller für deine Anlage. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis demnächst.